immer sehr gut darin, Aufgaben, die ich nicht mag, sofort zu erledigen, sie nicht aufzuschieben. Und je unangenehmer, größer oder beschwerlicher eine Aufgabe war, desto früher in den Tag oder in die Woche oder in den Monat oder in das Jahr habe ich sie mir gelegt. Manchmal, wenn ganz plötzlich eine sehr unangenehme Aufgabe hereinkam, habe ich mich auch sofort dran gesetzt, auch wenn der Zeitpunkt gerade sehr ungünstig war oder es spät abends war oder dafür andere Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, schöne Aktivitäten, die ich gerade im Begriff war zu machen, dafür gestrichen werden mussten. Das hatte einerseits natürlich den schönen Effekt, dass ich nichts aufgeschoben habe. Keine unerledigten Dinge auf mich warteten und ich keinen Druck verspüren musste dadurch. Ich habe aber auch erkannt, dass auch das einige Nebenwirkungen und unschöne Begleiterscheinungen für mich bereithielt. Unter anderem habe ich sehr viele schöne Momente dadurch versäumt. Sehr vieles ist mir entgangen, das ich weggeschoben, abgebrochen oder gar nicht erst unternommen habe, weil ich doch noch diese Aufgabe unbedingt in dem Moment erledigen musste. Außerdem habe ich damit meinem Körper nicht selten geschadet, weil auch er Bedürfnisse hatte. Zum Beispiel war er sehr müde und ich habe die halbe Nacht durchgearbeitet, um meine Aufgabe zu beenden. Und so etwas zum Beispiel hat meinem Körper ganz sicher nicht gut getan. Ich habe auch gemerkt, dass ich manches gar nicht erst machen mochte und für immer und ewig aufgeschoben habe. Wie zum Beispiel ein Blumenbeet anlegen oder ein Kräuterbeet, was nicht wirklich wichtig ist, was nicht wirklich gemacht werden muss, habe ich dann einfach auch praktisch veranlagt weggeschoben und es irgendwie nie gemacht. Viele Motivationscoaches würden mich vermutlich beglückwünschen zu meiner Null-Prokrastinieren-Einstellung, aber ich habe erkannt, dass das mit Selbstfürsorge und Selbstliebe nicht viel zu tun hat. Das Gute ist vorhanden gewesen, nichts aufzuschieben, keinen vollen Schreibtisch zu haben, Ballast von der Seele loszuwerden, weil alles erledigt ist, was unangenehm und schwer ist und gemacht werden muss. Ja, das fühlte sich gut und schön an und die Erleichterung und Befreiung möchte ich auch nicht missen. Aber das, was ich geben musste, den Preis, den ich bezahlt habe, den ist es so nicht wert. Selbstliebe bedeutet also auch, den für sich passenden Weg zu finden zwischen Entspannung und sofort erledigen.
ich habe für mich herausgefunden, dass es mir viel mehr hilft, einen festen Termin zu machen, es auf den nächsten Vormittag zu legen oder auf den nächsten Wochentag und das mit mir fest zu verabreden. Auch das schenkt mir Ruhe und Frieden. Oder auch damit zu beginnen, wenn es gerade passt, aber es mir währenddessen so angenehm und bequem wie möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass ich mich gut fühle, auch wenn ich gerade eine lästige oder unangenehme Aufgabe erfülle. Ich weiß ja, dass viele Gärtnern als total entspannend empfinden und dabei so richtig runterkommen und auftanken. Ich gehöre nicht dazu. Ich gärtnere nicht gerne. Ich mag es einfach nicht und entspannen kann ich mich dabei auch nicht. Es ist eher so was sehr Lästiges. Ich habe gerne Pflanzen, auch nicht jede, ich bin auch ein bisschen wählerisch, aber das schon. Und ich möchte auch gerne oder wollte auch gerne dieses Kräuterbeet haben oder diesen Kräutertopf, dieses Kräuterfässchen. Aber das Anpflanzen oder Einpflanzen ist eher sowas, ich mag es überhaupt nicht und würde es am liebsten ewig vor mir hinschieben oder irgendwie anders damit bitten, das zu tun. Das ist nicht meins. Aber die Sichtweise, die Veränderung, wie man die Dinge sieht, kann ganz schön was ins Rollen bringen. Ich habe mir zum Beispiel beim Einpflanzen dieser Kräuter vorgestellt oder mir bewusst gemacht, dass ich damit den Kräutern ein Zuhause erschaffe. Also ein Haus baue, in dem sie wohnen. Und dass sie es doch da gut haben sollen, gemütlich haben sollen, bequem haben sollen, dass sie nicht zu wenig Erde haben oder in Erde ertrinken oder so irgendwie schief da in der Erde stecken oder sonst sowas. Genau, sie sollten es gut haben. Ich habe ihnen ein Haus gebaut und das war gleich ein bisschen anders. Ich habe es deswegen jetzt nicht besonders schön gefunden, so yay, ich darf da Pflanzen einpflanzen oder Kräuter in die Erde setzen. So weit ist es dann nicht gegangen, aber die Abneigung war nicht mehr so da. Ich hatte keine große Freude daran, aber ich habe es anders gesehen, habe andere Empfindungen währenddessen gehabt als nur Abneigung und ich muss das jetzt hier machen. Habe eher ganz interessante Sachen wahrgenommen. Gedanken, ob die Pflanze sich neben der wohlfühlt, nicht so sehr, wie sieht das aus oder was habe ich mal gelernt, vertragen sich die Kräuter nebeneinander, sondern fühlt die sich da wohl, hat sie da genug Platz, wie weit weg müsste sie vom Rand sein, also eine ganz andere Wahrnehmungsebene. Und das fand ich sehr interessant und hat letztlich das Einpflanzen gefühlt verkürzt und auf jeden Fall deutlich leichter und schöner gemacht. Ein Perspektivwechsel kann so, so gut sein.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen oder ja, herzlich willkommen ist komisch, denn dieses Stückchen Videosequenz drehe ich gerade an einem Morgen und ja, mir lag es auf der Zunge, Guten Morgen zu sagen, aber unter Umständen ist bei dir gar nicht Guten Morgen und außerdem lag es mir auf der Zunge, willkommen zu diesem Video zu sagen, aber es ist ja totaler Quatsch, das Video ist ja schon vorbei. Irgendwie ist es komisch, wenn man das anders macht, als man das normalerweise tut. Also, hallo, einfach nur hallo. Ich wollte euch erzählen, was mich in der letzten Woche positiv begleitet hat und mich da so ein bisschen durch die Woche getragen hat. Und das war etwas, das mir mein Trinkverhalten erleichtert hat. Ich mag jetzt gerade nicht so gerne pures Wasser trinken. Das habe ich von Zeit zu Zeit so. Und dann brauche ich ein bisschen Geschmack im Wasser oder ich trinke zu wenig. Das ist so die Konsequenz daraus. Und ich habe für mich entdeckt, wie lecker es ist, einen ganzen Zweig Pfefferminze in meine Flasche zu tun. Ich habe so eine Trinkflasche eines bekannten Herstellers. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier sagen darf, wegen Werbung. Ich habe sie mir selbst gekauft. Ich sage es auch gerade nicht und sie steht auch gerade nicht in Reichweite. Aber genau, so eine Flasche, die ich immer wieder auffülle. Und da habe ich dann immer einen Zweig Pfefferminze reingetan, sodass die Flasche wirklich von oben bis unten auch mit diesem Zweig gefüllt ist. Also der Zweig war schon so lang irgendwie. Und den habe ich da komplett so reingetan. Also nicht die Blätter abgezupft oder irgendwie so, sondern den ganzen Zweig rein. Ich habe früher immer schon mal gerne Minze in mein Wasser getan, aber dann halt immer so 2, 3 Blätter. Und das war auch okay, das war mir auch irgendwie minzig genug. Manchmal habe ich sie noch ein bisschen zerdrückt oder Zitrone hineingegeben, aber jetzt gerade es ist einfach total toll, den ganzen Zweig reinzutun, weil ich irgendwie den Eindruck habe, es schmeckt nochmal intensiver natürlich, weil es ja auch mehr Blätter sind, aber vielleicht durch den Zweig auch nochmal eine andere Note. Ich kann es gar nicht sicher sagen, aber ich kann sagen, dass es mich total begeistert hat und ich das mega lecker fand. Und ich habe mich immer wieder gefreut, meine Flasche neu füllen zu können. Ich habe diesen Zweig tatsächlich den ganzen Tag genutzt, nicht bei jeder Flaschenfüllung ausgetauscht, weil es nicht mit einem Zweig einen ganzen Tag hinkam. Und ich habe mich immer wieder gefreut, da Wasser reinfüllen zu können und auch daraus zu trinken. Es war angenehm frisch, aber gar nicht so minzig, wie ich erst dachte tatsächlich, sondern einfach angenehm irgendwie, angenehm leicht aromatisiert. Ich glaube und ahne, dass ich nächste Woche das genauso machen möchte, aber da noch ein Stück Zitrone wieder zu tun. Letzte Woche war mir nicht so nach Fruchtsäure, aber ja, jetzt gerade schon, sodass ich da Zitrone und Pfefferminze bzw. Zitronen besorgen werde. Und Pfefferminze wächst eigentlich bei mir im Topf, aber dieses Jahr kommt sie komischerweise nicht. Bei einem Freund von mir, nennen wir es mal so, um hier die Privatsphäre zu wahren, da wuchert sie. Also meine Minze ist ein Ableger von dieser Minze und dort wuchert sie total und ist schon richtig hoch geworden. Und bei mir sind so kleinste Triebe. Total komisch, obwohl wir nichts unterschiedlich pflegen irgendwie in dieser Minze. Naja, also wie auch immer, ich werde nur noch mal welche zukaufen müssen und Zitronen kaufen und dann wird es nächste Woche Zitronen-Minzwasser geben. Da freue ich mich schon drauf. Irgendwie, ja, darf man sich das Trinken ja auch wie alles angenehmer machen und das ein bisschen genießen. In diesem Sinne trinke ich jetzt hier mein Kurkuma-Wasser. Würde ich euch auch gerne zeigen, aber funktioniert nicht so gut. Und wünsche euch eine ganz schöne Woche, eine ganz schöne Zeit. Macht es ganz gut. Ich freue mich, von euch zu lesen und zu hören, wie immer, hier in die Kommentare. Oder auch besucht mich bei Instagram oder auf meiner Homepage oder was weiß ich. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ich freue mich darauf. Macht es gut, habt schöne Zeit. Tschüss.